Hallo und herzlich willkommen auf Epic. Heute bei uns behandeln wir das Thema Spannungspneumothorax. Ich bin mal wieder hier mit dem Matthias. Matthias, grüß dich, schön, dass du da bist. Hallo Mann. Wir kümmern uns heute mal um das Thema Notfallversorgung bei einem Spannungspneumothorax. Als allererstes vorab, die hier gezeigten Maßnahmen dienen lediglich der Veranschaulichung und der Unterhaltung, auch wenn das jetzt böse klingt mit Unterhaltung, aber muss man mal so sagen. Es ersetzt keine medizinische Ausbildung, auch wenn der Matthias als Notfallsanitäter arbeitet und sich damit auskennt und euch das jetzt hier wahrscheinlich, gehe ich mal davon aus, richtig zeigen wird. Ist das kein Lehrvideo. Ja? Also auf jeden Fall, wenn ihr euch mit dieser Thematik auseinandersetzen wollt und euch das interessiert, gerade jetzt spezifisch der Dekompressionsnadeln, auf gar keinen Fall anwenden, wenn ihr nicht wisst, was ihr da tut. Also während wir beim Thema Woundpacking, was wir auch zusammen gemacht haben, das kann man sagen, in der Not könnte da auch jemand, der jetzt unbeholfen ist, da vielleicht helfen. Also kaputt machen kann man auf jeden Fall nichts, aber hiermit kann man halt tatsächlich dann an der falschen Stelle wahrscheinlich massiv Schaden anrichten. Von daher bitte beachten. Okay, Matthias, erzähl den Leuten vielleicht erstmal, was ist ein Spannungspneumothorax? Wie passiert sowas? Was muss ich mir darunter vorstellen? Okay, im Wesentlichen geht es darum, wir haben unseren Brustkorb hier oben und wir haben unsere Rippen, die da mit unten drunter sind und unsere Lunge, die natürlich im Brustkorb mit drin ist. Das sind schon mal die wesentlichen Punkte mit dabei. Und unsere Lunge haftet quasi von innen an den Brustkorb mit dran, an der Brustinnenwand. Und jedes Mal, wenn ich einatme, das heißt, meinen Brustkorb groß mache, dann dehnt sich der natürlich aus und dadurch wird die Lunge in die Größe gesaugt, sage ich, oder nenne ich es jetzt einfach mal. Das bedeutet, jedes Mal, wenn der Brustkorb größer wird, saugt er die Lunge quasi mit auf und dadurch atme ich Luft ein. Wenn ich jetzt eine Verletzung an meinem Brustkorb habe, in der Lunge selber oder von außen natürlich penetrierend, dann kann das passieren, dass in diesem Bereich zwischen der Lunge und den Rippen Luft mit eindringt. Das heißt, entweder zischt es aus der Lunge raus in diesen Zwischenspalt, der Pleuraspalt nennt sich der, oder ich habe eine Verletzung von außen, wo dann beim Aus- und Einatmen Luft eingesaugt wird in den Brustkorb. Das heißt, es sammelt sich auch in diesem Pleuraspalt wieder, sammelt sich Luft mit an. Das wird natürlich bei jedem Atmen mehr und dadurch hat meine Lunge irgendwann nicht mehr den richtigen Platz, um sich ausdehnen zu können, um einen kompletten Atemzug mit aufnehmen zu können. Das heißt, irgendwann gerät mir natürlich die Atmung ins Stocken und das ist ein potenziell lebensbedrohlicher Zustand, den wir da haben. Ja, bitte? Wie kommt so eine Verletzung zustande? Also wir haben hier im taktischen Umfeld natürlich durch eine Schussverletzung, das ist klar, ja. Aber kann das auch zum Beispiel durch ein stumpfes Trauma bei einem Verkehrsunfall zustande kommen? Oder ist das eher unwahrscheinlich? Tatsächlich wäre es auch durch ein bei Jugendlichen kann das mal passieren, wenn die hinstürzen, da passiert es leichter mal, dass die Lunge sich mal ganz kurz ablöst von der Brustinnenwand und dann braucht man ein paar tiefe Atemzüge, da hat man kurz mal Stress. Mir ist das mal passiert als Jugendlicher tatsächlich. Okay. Und dann braucht die ein paar Minuten oder ein paar Atemzüge, um sich wieder zu füllen. Und dann haftet die außen wieder an der Brustwand und dann kann das wieder weitergehen. Das kann natürlich aber, wie du schon sagst, auch passieren beim Verkehrsunfall oder bei einem Sturz zum Beispiel, dass von außen was einwirkt auf den Brustkorb und es kann auch passieren, dass dabei die Rippen zum Beispiel brechen, sich in die Lunge reinspießen, dann kann ich das von außen nicht unbedingt erkennen. Aber innen drin ist die Lunge perforiert, also verletzt und die Luft dringt aus der Lunge in diesen Pleuraspalt ein, in diesen Zwischenraum. Also es muss nicht unbedingt sein, dass da eine Schussverletzung mit drin ist, sondern es kann halt auch von innen kommen. Und die Symptomatik beim Patienten wäre dann im Endeffekt also massive Atemnot, über die er klagen wird wahrscheinlich, wenn er noch bei Bewusstsein ist? Genau, das, was wir feststellen können, ist auf jeden Fall, dass der eine Atemnot hat. Er wird auch anfangen, schneller zu atmen, um den mangelnden Sauerstoff auszugleichen. Und irgendwann fängt es natürlich dann nochmal an, dass es, wir sagen Cyanosen, das heißt, dass die Lippen zum Beispiel dann blau werden oder dass er im Gesicht dann sogar blau mit anläuft. Genau, das wären so diese ersten Maßnahmen oder diese ersten Schritte, die ich von außen locker mal sehen kann, dass da was nicht stimmt mit dem Patienten. Und diese Verletzung führt zum Tod, wenn sie nicht behandelt wird? Genau, ist potenziell eine tödliche Verletzung oder auf jeden Fall eine lebensbedrohliche Verletzung. In dem ganzen Zug weiter, was dann passiert, das heißt, wir haben ja davon gesprochen, in dem Brustinnenwand und inzwischen der Lunge sammelt sich Luft an und bei jedem Atemzug wird es mehr und im Zuge dessen, wenn die Luft zu groß wird, fängt die natürlich an, dann auch
mein inneres wichtigstes Organ, also mein Herz, zur Seite zu schieben, auf die andere Seite zu schieben. Und dann hat auch die zweite Lunge nicht mehr den Platz, um sich ordentlich auszudehnen und zu füllen. Und auch das Herz hat irgendwann nicht mehr den Platz, um sich auszudehnen und zu füllen, weil dieser hohe Luftdruck dann da drin entsteht. Und diesen hohen Luftdruck, das ist das beim sogenannten Spannungspneumothorax dann, das ist, wenn diese Verschiebung anfängt. Diesen hohen Luftdruck, den wollen wir aus dem Brustkorb wieder rauskriegen. Und dafür machen wir dann im weiteren Verlauf dann diese Thorax-Entlastungspunktion. Was wir initial dafür machen können, ist, wenn wir eine äußere Verletzung erstmal haben, wie wir es gesagt haben, bei einer Schussverletzung zum Beispiel, dann hört man das auch unter Umständen, dass das so ein schlürfendes, saugendes Geräusch gibt. Da ist ein bisschen Blut in Verbindung mit dem Ganzen und dann jedes Mal, wenn der atmet, dann gibt es dieses schlürfende Geräusch. Und um dieses von außen Einsaugen von Luft durch dieses Loch, was da reingemacht ist, zu verhindern, dafür haben wir dann ein sogenanntes Chest Seal. Genau. Also ein Okklusivverband, ein stark klebender Verband, den ich auf die Schnelle auf den Brustkorb aufbringen kann und der diese Funktion des Lufteinsaugens von innen erstmal unterbricht. Genau. Da haben wir hier verschiedene Modelle im Einsatz oder mitgebracht mal. Das wäre einmal das High-Fin. Ne? Bei einem Chest Seal sagt man immer, 1 ist keins. Immer 2 dabei haben, ne? Das habe ich mir mal sagen lassen zumindest. Genau, 2 ist 1, 1 ist keins. Genau, richtig. Wir müssen ja auch damit rechnen, dass wir eine Verletzung haben, wie du angesprochen hast, eine Schussverletzung, die dann auf der einen Seite reingeht und auf der anderen Seite natürlich vielleicht wieder rausgeht. Ja. Ne? Kann so passieren. Und dann wäre es sinnvoll, wenn ich ein zweites mit dabei habe. Ja, dann haben wir hier noch von PMI ein Halo Seal und ein Beacon Chest Seal. Bacon hier, das ist was zu essen Beacon, hier. nichts zu essen. Ein Beacon Chest Seal Vented. Zum Das Essen hat sogar ein kommen wir Ventil irgendwie, ne? Ja, genau. Ja. Das macht nochmal einen wesentlichen Unterschied mit dabei. Also die Studienlagen sind dann noch nicht so ganz eindeutig, welches jetzt dann wirklich besser ist. Das eine ist mit einem Ventil dran, das andere ist ohne Ventil. Das heißt, wenn ich jetzt hier auf diese schlürfende Wunde oder saugende Wunde ein Chest Seal draufklebe, das komplett dicht ist, dann bleibt natürlich dieser Luftdruck erstmal da drin und hat keine Möglichkeit mehr zu entweichen. Wenn ich ein ventiliertes Chest Seal habe, dann sind da Lüftungskanäle mit drin, dann kann die Luft raus aus dem Brustkorb, aber es kann von außen keine Luft mehr eindringen. Ähnlich dumm gesagt wie bei einer Isomatte, wenn du so ein Gegendruckventil hast, wo du quasi beim Reinpusten Luft reinbekommst, aber die Luft nicht entweichen kann. Genau, also Einrichtungsventil, ja, genau. Geht nur in eine Richtung. Ja, nur dass man sich mal vorstellen kann. Okay, dann holen wir das mal raus, dass wir auch mal sehen, wie das hier funktioniert. Da ist es. Genau, das ist ein nicht ventiliertes Chest Seal. Genau, ganz normaler Babberler. Jawohl, da ist da oben immer eine große Lasche zum dran anfassen und auf der Rückseite ist die Schutzfolie natürlich mit drauf. Das sind jetzt auch 2 übereinander liegende, habe ich hier den Eindruck. Auf links und rechts 1. Also auf jeder Seite der Schutzfolie 1. Ja, so. Und das würde ich jetzt einfach dann... Und das klebst du auf Wir haben den... jetzt zwar hier schon eine Verletzung, aber ich sage jetzt mal, die Verletzung ist hier, dass man es besser sehen kann. Und dann kleben wir das drauf und machen damit dicht. Genau, man klebt es auf und streicht es dann auch nochmal richtig mit fest, damit es wirklich richtig dicht abschließen kann. Okay. Und das zweite wäre jetzt quasi für die Genau, Rückseite. dann gilt für mich noch Check the Bag. Das heißt, wenn ich mich dann von Kopf bis Fuß bei der Untersuchung durchgearbeitet habe, ich entdecke hier ein Loch, dann mache ich auf der Vorderseite eins mit drauf und dann weiß ich natürlich auch, wenn ich den Patienten dann rumdrehe, um auch von hinten untersuchen zu können, dann muss ich natürlich auch darauf gehen, dass es eine Austrittswunde gibt und auch da müsste ich dann natürlich das Chest Seal auf der Rückseite zusätzlich mit draufkleben. Okay. Oder bei der Austrittswunde halt entsprechend. Und dann kommt das Thema Dekompressionsnadeln ins Spiel. Ne? Da haben wir einmal hier von Tylek die T-Pack und einmal die ARS. Genau, die ARS-Needle wird manchem, der damit schon mal zu tun gehabt hat, vielleicht bekannt sein. Die amerikanische Armee hat es schon sehr, sehr lange im Gebrauch. ARS steht für Air Release System. Von der Funktion her und vom Aufbau her sind beide gleich, deswegen können wir auch die andere benutzen. Das da hier wäre unsere Nadel für die Thorax-Entlastungspunktion. Wir suchen uns auf der Vorderseite von dem Thorax auf der entsprechenden Seite, man würde es auch erkennen, dass sich der Brustkorb auf dieser Seite nicht hebt und senkt, suchen wir uns die entsprechende Stelle. Kann man gerne nochmal mit nachlesen. Wir haben quasi unser Schlüsselbein. In der Mitte des Schlüsselbeins gehen wir auf die auf den dritten Zwischenrippenraum auf der Oberkante. Bloß das als kurze Info mal dazu. Ich suche mir die Oberkante von dieser Rippe. Ich kann mir das auch mal markieren mit meinem Fingernagel. Und dann stecke ich quasi meine Thorax-Entlastungsnadel einmal in den Brustkorb mit rein. Das ist jetzt hier zu fest bei dem Dummy unten drunter, der schafft ja den Schaumstoff nicht ganz. Ich gehe mal einen halben Zentimeter neben dran, weil der ist eigentlich relativ... Ich habe extra geguckt, dass er weich ist, habe das probiert vorhin, aber vielleicht ist der hier oben im Schulterbereich, ist der härter, musst du mal ausprobieren, dass du durchkommst jetzt.
Nee, das liegt an dem Dummy, da kommen wir nicht mit rein. Dann geh mal hier einfach jetzt rein, dass man einfach mal sieht. Nee, da ist nicht die richtige Stelle. Okay, gut, hast du recht. Also gut, dann machen wir das so. Wir stecken unsere Ich halte dir das. Thoraxnadel im 90-Grad-Winkel zur Körperoberfläche mit rein. Ja. Und dann schiebe ich das so weit vor, bis ich ein deutliches Zischen höre. Das heißt, dieser Überdruck, der im Brustkorb mit drin ist, der würde jetzt durch diese Nadel schon entweichen. Und genau in der Position kann ich es dann lassen. Man sagt, dann brauche ich ja ungefähr 5 Sekunden, bis dieser Überdruck hier rausgeht. Und dann kann ich ich halte die weiche Kanüle halte ich fest und den Stahlmantra, den ziehe ich raus. Das da hier, das muss nicht beim Patienten mit drin bleiben. Und das hier, dieser weiche Kunststoffschlauch, nenne ich es jetzt mal, da vorne dran, mit dem Anschluss, das bleibt quasi beim Patienten vorne mit drin stecken. Das wird dann so fixiert und das bleibt dann auch damit da drin. Das kann dann auch passieren, dass das durch die zunehmende Tätigkeit der Lunge auch wieder umknickt innen drin. Das heißt, dass das nicht mehr funktioniert. Dann brauche ich unter Umständen eine zweite oder eine dritte Nadel sogar. Aber die lasse ich mit drin und kann die mit einem Tape zum Beispiel mit festmachen da drin. Okay. Genau. Wenn ich in einer lauten Umgebung mit drin bin, das heißt, wenn man von einem militärischen Bereich mit ausgeht oder in der Fabrikhalle zum Beispiel, wo ich sowas benötigen würde, dann kann ich das auch machen, dass ich eine 5er Spritze noch mitnehme, 5 Milliliter Spritze, saug da 2 Milliliter NaCl ein, also Kochsalzlösung. Und dann, bevor ich das alles reinstecke, setze ich das oben mit drauf. Und dann kann ich nämlich sehen, dass die Blasen in dieser Flüssigkeit von der Luft hier aufsteigen und dann wäre ich genau richtig. Cool, ja. Jawohl, so setze ich das ein. Und dann haben wir diese Hülle quasi, diese Außenhülle von dieser Nadel. Da kann ich meinen Stahlmann dran nehmen und kann den als geschützt da drin verpacken und dann haben wir einen Stichschutz außen mit rum. Wenn ich da knie, dann kniet sich da nicht aus Versehen jemand anders nochmal mit rein. Du hast auch noch mal ein Stück Schwein mitgebracht, Schweinerippe, um mal einfach zu zeigen, wie tief die Nadel da im Endeffekt drin sitzt. Das ist, glaube ich, da ein ganz gutes Anschauungsmittel. Magst du das gleich mal? Genau. Schwein. Da sind wir beim Bacon jetzt endlich. Bacon. Genau. Also hier ist ein Querschnitt von dem Brustkorb, von dem Schwein tatsächlich. Und ganz leicht andeutungsweise kann man es hier noch mit sehen, warum wir auch den oberen Rand von der Rippe nehmen, weil am unteren Rand sind kleine Blutgefäße noch mit dran und Nerven, die an der Rippe mit entlang laufen. Deswegen gehen wir an dem oberen Rand der Rippe mit rein. Das kann man dann von außen tasten und dann entsprechend mit ansetzen. Genau. Darf mich auch mal tasten. Nein. Sogar roh. Schwein und roh geht nicht. Geht nicht. Okay, und jetzt können wir einfach mal die im Brustkorb mit drin lassen. Wir nehmen jetzt nur den Stahlmantra mit her. Ja. Und dann kann man das schon mal sehen, dass das trotzdem, Moment. Nicht halten? Ohne, dass wir dich stechen. Genau. Ich bin weit weg mit den Fingern. Und dann sieht man, dass es hier unten der Stahlmantra schon rauskommt. Das heißt, jetzt, wenn das richtig ablaufen würde, würde das schon zischen. So lässt man es dann. Der Stahlmantra kommt dann raus und der weiche Schlauch, der bleibt dann da drin stecken. Ja, okay. Genau. Und die Länge ist im Endeffekt so gewählt, nicht, dass man das maximal reintrümmert, sondern einfach, um verschieden hohe Brustkörbe abdecken zu können. Genau, nicht jeder ist ein absoluter schlanker Supersportler, sondern manche haben halt dann tatsächlich auch noch mal ein bisschen Speck oben mit auf den Rippen mit drauf, was wir hier nicht werden, sondern das gibt es einfach. Ja. Und dann ist es unter Umständen auch schon mal nötig, dass ich halt eine wirklich richtig lange Nadel dafür brauche. Oder wenn da der Brustmuskel besonders trainiert ist, dann kann es auch passieren, dass mir eine normale, wer das jetzt kennt, eine IV-Nadel, die ich dann nehme, dann kann das auch passieren, dass die quasi nicht lang genug ist, um bis in den Pleuraspalt vorzudringen. Stichwort Mädchen, die haben ja hier noch was anderes, ne? Da sind wir auch oben drüber mit dem Punkt, oder? Ist es da? Ja, genau. Selbst wenn also ich hatte das tatsächlich so noch nicht, aber auch wenn da Silikonkissen mit drin wären, dann sind die an einer anderen Stelle. Das kannst du dich dann gerne mal privat irgendwo drum kümmern, sowas mal genau. Das werde ich im genauesten erforschen, definitiv. Wir werden ein Video dazu machen. Aber das gibt es dann nur auf OnlyFans. Wir haben übrigens diese eine Position gerade mit angesprochen, das heißt die Monaldi-Position, wo wir hier diese Thoraxentlastung gemacht haben, und es gibt dann zusätzlich noch die Bühlau-Position an der Seite unter dem Arm. Da gibt es auch eine spezielle Position dafür, wo man das nutzen kann. Und jetzt waren wir ja kurz bei den Trematagen vor kurzem und die Empfehlungen gehen scheinbar in diese Richtung mehr, dass man eher die seitliche, also die Bühlau-Position dafür nehmen sollte. Im Deutschen ist das noch nicht ganz angekommen, aber die Empfehlungen gehen wohl eher in diese Richtung. Ich glaube, dafür war auch diese Schablone von, wie hieß der Herr? Von Sam. Ja. Von Sam gibt es eine Schablone für dieses sichere Dreieck. Das kann ich dann damit einsetzen und muss dann nicht nach Rippen zählen oder nach Mamillen, also nach Brustwarzen gucken, auf welcher Höhe bin ich dann jetzt richtig, sondern dann kann ich dieses gelbe
Eck damit anlegen und dann gibt mir das ein sicheres Gebiet vor, wo ich die Nadel schon mal mit reinstecken kann. Okay. Genau. So, natürlich Schwein und Dummy hat nicht jeder unbedingt rumliegen, vielleicht schon, aber man hat damit jetzt wirklich, wir haben ja gemerkt, man hat jetzt kein Feedback und nichts und kann damit relativ schlecht üben. Wir haben ja nochmal ein Hilfsmittelchen dabei, mit dem man üben kann. Jawohl. So, hier haben wir natürlich jetzt einen Trainer, der uns alles bietet, was wir eigentlich brauchen dafür, um diese Thorax-Drainage, Spannungspneumothorax zu beheben. Wir haben hier einmal das Grundkit, dann einen Schaumstoff, die Fleischauflage mit Rippen, also hier sind quasi Rippen eingearbeitet. Genau, das sind richtige Rippen zu fühlen und zu tasten. Genau, unten sind jede Menge von diesen Ziploc-Beuteln mit dabei. Die kann man natürlich auch einfach nochmal nachkaufen im Zweifelsfall oder mit Tesa kleben, wenn man die mal benutzt hat. Und damit simulieren jetzt quasi die Luft in der oder vor der Lunge. Genau, Ne? in diesem Pleuraspalt, dieser Überdruck, der da drin entstanden ist. So, Beutel voll. Jetzt kommt hier der Schaumstoff rein als Druckauflage von unten, dann der Beutel oben drauf. Jawohl. Und dann legen wir hier unsere Haut oben auf. Jawohl. Ich hole mir die Entlastungsnadel, die holen wir hier raus. Kannst die Rippen fühlen? Fühle ich die Rippen hier dran, suche mir den oberen Rand der Rippen und setze die Nadel wieder im 90-Grad-Winkel mit an. Und dann sollten wir hier das Zischen mithören. Ja. Also ich konnte es deutlich hören. Ich auch, ja. Jawohl, genau. In der Position lassen wir sie dann erstmal kurz ruhen. Und dann kann ich den Stahlmantra hier wieder mit rausziehen. Das ist das Ding. Und kann es direkt als Stichschutz hier in diese Hülle wieder mit reinschieben. Und in der Position würden wir diese Kanüle hier quasi dann stecken lassen. Und wie gesagt, es kann halt passieren, dass durch die Lungentätigkeit auch dieser Schlauch jetzt abknickt oder verlegt wird. Der kann auch mit Blut zugehen. Das heißt, dass hier nicht dauerhaft mehr Luft drüber transportiert werden kann. Wenn der Patient dann wieder zunehmend schlechter wird, dann kann das auch sein, dass ich noch eine zweite oder vielleicht sogar noch eine dritte Nadel mit ansetzen müsste im Verlauf des Du würdest jetzt also nicht hergehen und mit einer Spritze zum Beispiel wieder das Rohr frei machen, sondern du würdest tatsächlich sagen, das ist jetzt meine Baustelle, die ist zu Ende und ich gehe in die nächste. Genau. Okay, cool. Ja, cooles Trainingsmittel. Was sagst du, wie findest du das? Ist das sinnvoll oder ist das eher so zum Üben schwierig? Ich glaube, das ist so ein Thema, was sehr, sehr schwierig zu trainieren ist. Ich finde es tatsächlich sinnvoll, das mal so zu machen, weil solche Gelegenheiten bieten sich im Rettungsdienst tatsächlich auch relativ selten. Dieser Pneumothorax kann vorkommen, aber relativ selten. Und dadurch hat man natürlich auch keinen solchen Trainingseffekt draußen in den Intensivstationen. Da gibt es schon immer wieder mal einen Pneumothorax oder auch mal draußen, aber es ist tatsächlich gerade im Rettungsdienst, wenn der Notarzt mit dabei ist, dann kann es auch mal passieren, dass man dann schon noch weitere, intensivere Maßnahmen dazu ergreift. Aber für die Breite und sowas auch mal üben zu können, ist es tatsächlich gut. Und man hat ein Erfolgserlebnis mit dabei, dass diese Luft dann hier rausgezischt kommt. Das kann ich halt, wenn ich mit einem Stück von Schweinerippen arbeite, da habe ich kein Erfolgserlebnis. Ich sehe, wie die Nadel auf der anderen Seite rauskommt, aber hier haben wir wirklich dieses Zischen als positiven Effekt. Ich kann natürlich auch das machen, was wir gesagt haben, diese diese Spritze hier mit aufsetzen, mit Kochsalzlösung, und dann kann ich auch wirklich sehen, dass das hier rausblubbert. Ich denke, die eigentliche Schwierigkeit besteht darin, die Stelle zu finden, wo die Nadel gesetzt ist. Ich glaube, das ist so das, was wirklich das Schwierigere daran ist, die Nadel dann reinzustecken. Dafür ist das hier natürlich dann ideal, ne? Weil man einfach nochmal merkt, okay, ich habe hier das Feedback, ich kann hier die Rippen nochmal ertasten und ich habe dann auch gleich wie du es gerade gesagt hast, auch den akustische Feedback bzw. sichtbare, wenn ich mit der Spritze arbeite. Ja, cool. Genau, ich habe natürlich einen schönen Effekt. Jemand, der daran ausgebildet ist, der muss nicht am Patienten das Ganze zum ersten Mal üben, sondern kann es hier an dem Trainer dann trotzdem mit Erfolgsrückmeldung schon vorher sich mal ausprobiert haben, cool. Bevor man an den Menschen dran geht. Ja. Also, wichtiges, spannendes Thema, Spannungspneumothorax bzw. Einsetzen von Chest Seals auch. Ihr bekommt die Produkte, die ihr alle gesehen habt, bei Vero. Link ist unten eingeblendet. Matthias, vielen, vielen Dank. Das war extrem aufschlussreich und spannend. Also ich habe da wirklich viel gelernt heute. Schön. Nichts, was ich in der Praxis anwenden werde, aber auf jeden Fall, was mich schon mal geistig darauf einstellt, wenn ich mal einen Kurs besuche und ich weiß, worum es geht und einfach schon mal verstanden habe, was hinten dran ist. Also vielen, vielen Dank dafür. Das möchte ich noch mit dazu ergänzen. Gerade bei Schützen nimmt es zu oder auch bei Soldaten nimmt es mit zu, dass sie so eine Nadel und Chest Seals mit dabei haben. Und man kann das in seinem persönlichen Medikit mit reinpacken. Und dann muss das ja nicht auch jeder machen, der zufälligerweise dieses Ding in die Hand kriegt, sondern
das ist die Nadel, die in deinem Kit drin steckt, die für dich benutzt wird, um das da anwenden zu können. Das heißt, das ist deine Überlebensgarantie, wenn du es mit reinnimmst. Das ist auch was wir oft in den Kommentaren haben und dann gesagt wird, ja, könnt ihr denn damit umgehen? Und das ist genau das, was ich auch immer versuche dann zu beantworten. In meinem IFAK also ich habe ein IFAK, in das für mich da ist. Also wenn mir was passiert, ist dieses IFAK für mich, nicht um anderen zu helfen, sondern ich habe dieses IFAK, um dass mir geholfen wird. Und ich habe noch ein anderes, um anderen zu helfen. Da ist sowas nicht drin, weil ich nicht damit umgehen kann. Aber einfach, dass, wenn einer da ist, das hilft. Und das kann man natürlich auch auf den normalen zivilen Bereich nochmal übertragen, adaptieren. Na, genauso bei einem Verkehrsunfall kann sein, dass man sowas vielleicht dabei hat, aber nicht damit umgehen kann. Aber vielleicht ist irgendwo ein Arzt im Auto, der das kann und der aber sein Köfferchen nicht dabei hat, weil ja immer die Köfferchen dabei. Aber vielleicht hat er gerade keine Dekompressionsnadel dabei. Also schaden kann es definitiv nicht. Von daher cooles Ding. Ja, sehr aufschlussreich und sehr spannend. Wie immer an dieser Stelle, wenn ihr Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare. Wenn euch da noch andere Themen im Medic-Bereich interessieren, lasst es uns wissen. Ansonsten, wie immer an dieser Stelle, liken, Abo, Glocke klicken und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bleibt gesund. Bis dann. Macht's gut. Bye, bye. Ciao.